So, jetzt bin ich echt allen Menschen auf allen Plattformen entfolgt. Du bist auch mir entfolgt. Hi, ich bin Josef. Und ich wollte wissen, wie ausgeschlossen ich mich fühle, wenn ich auf allen Social-Media-Plattformen allen entfolge. Ich erzähle euch heute von meinem stärksten FOMO-Moment, spreche mit Freunden darüber, wie gesund es ist, digital mal aufzuräumen und berichte vom Versuch, aus der eigenen Blase auszubrechen. Aber erstmal Entspannung. Das hier wird ein bisschen experimenteller als sonst, aber vor allem darf es die Geschwindigkeit aus deinem Tag nehmen. Falls das gerade nicht passt, hau das Video und später ansehen. Ich hatte diesen Monat das erste Mal ein bewusstes FOMO-Gefühl. Also FOMO, die Fear of Missing Out, beschreibt die zwanghafte Sorge, etwas zu verpassen. Ein soziales Event, einen neuen Trend, einen Film, einen Song oder ein gefühlt wichtiges Ereignis. Und das Leben der anderen scheint oft ja auch viel interessanter zu sein als unser eigenes. Ich habe FOMO in meinem Umfeld schon öfter erlebt. Als ich noch in Berlin Film studiert habe, kamen an meinem Geburtstag manchmal Freunde nur für 20 Minuten vorbei, weil sie die parallel stattfindenden Partys nicht verpassen wollten. Es könnte irgendwo noch eine bessere Party sein. Sie hatten Angst, dass ihnen was entgeht. Also waren sie auf allen Partys nur so ein bisschen und nirgendwo so ganz. Klingt stressig, aber die Angst, die dahinter liegt, kann tatsächlich ganz schön heftig werden. Die Symptome rangieren von Nervosität, Trauer und Angst bis hin zu Konzentrationsproblemen und übermäßiger Müdigkeit. Das geht meist mit dem Drang einher, ständig das Smartphone zu checken, auch beim Autofahren oder während der Arbeit. Es könnte ja immer sein, dass man gerade irgendwas verpasst oder nicht teilnimmt am großen Ganzen. Und das erzeugt sogenannten Erlebnisdruck. Und dann kommen Selbstzweifel dazu. Gehöre ich nicht dazu? Bin ich genug? Ist mein Leben interessant genug? Nutze ich alle Möglichkeiten, die ich habe, aus? Diese Zweifel können zusätzlich dafür sorgen, dass man das, was man tut, gar nicht mehr genießen kann. Mir ging das vor kurzem so, als ich eigentlich einen guten Tag hatte, aber dann dieses eine Video auf Instagram sah. Dieser Moment, wenn Rezo und Julian Bam auf der OMR-Bühne Wannabe performen und ich mich frage, warum ich eigentlich nicht auf diese Veranstaltung eingeladen worden bin. Dann ist es da, dieses Gefühl. Und das ist gar nicht schön. Oh, ich hab Tinnitus auf dem Ohr. Ich habe das gerade zum allerersten Mal und es ist voll das komische Gefühl, aber ich fühle mich gerade mega ausgeschlossen, weil ich nicht auf dieser OMR-Veranstaltung bin, von der ich bis gerade noch nicht mal wusste, dass es sie gibt. Kennt ihr das Gefühl auch? Was war euer krassester Fear of Missing Out-Moment? Das habe ich auch meine Freunde gefragt. Also ich kenne das Gefühl von FOMO sehr, 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 sehr gut. Und zwar war ja das Rock am Ring. Gleichzeitig ist aber der Junggesellenabschied von meiner Schwester. Das kannst du halt auch nicht verpassen, da musst du halt auch hin. Und trotzdem, das weiß sie halt leider auch, habe ich mich immer wieder so selber dabei erwischt. Alle gehen da gerade voll ab und ich sehe die Instagram-Stories von allen. Ich verpasse dieses ganze Feeling gerade. Also eigentlich so Social Media FOMO kenne ich zum Glück nicht so sehr. Klar, es gibt immer wieder Konzerte und sowas oder so Festivals, wo ich dann Videos und sowas von sehe. Da denke ich mir dann oftmals, ja, da wäre ich dann doch gerne am Start. Nächste Generation an Konsolen, Videospielkonsolen. Ich habe gar keine Zeit an der Konsole zu sitzen. Aber ich hätte schon gerne eine PlayStation 5. Ich werde es nie beenden, weil ich habe dafür gar keine Zeit. Aber ich habe Angst, es zu verpassen. Das Gefühl, etwas zu verpassen, ist erstmal nichts Unnormales, kann aber im schlimmsten Fall psychische Störungen auslösen. Die generelle Angst, etwas zu verpassen, gibt es schon ewig. Das macht biologisch auch Sinn, weil wir Herdentiere sind. Aber durch Social Media hat diese Angst eine völlig neue Komponente und Allgegenwärtigkeit bekommen, weil wir immer mitbekommen können, was fast überall passiert und somit auch sehen, wovon wir gerade kein Teil sind. Mein Fenster zur Welt sind zum großen Teil meine Social Media Accounts und die Blasen, in denen ich mich darin befinde. Aber das wird sich jetzt ändern. Man könnte jetzt natürlich auch einfach eine Woche kein Social Media nutzen. Aber das habe ich schon mal gemacht und da wusste ich vor allem, dass ich zu all den Kanälen und Accounts wieder zurückkehren kann, die ich dann ausgeschlossen habe. Das wird diesmal anders sein. Nachdem ich allen entfolgt bin, kann ich nur wieder den Menschen und Accounts folgen, an die ich mich nach dem Experiment noch erinnere und denen ich dann noch folgen möchte. Ich habe mir vorher keine Liste gemacht, wem ich gefolgt bin. Ich werde jetzt allen Kanälen überall entfolgen. Ja, ich mache das händisch, weil ich auch möchte, dass man das wirklich fühlt, was man da tut. Wie kompliziert es ist, so vielen Menschen zu entfolgen, war mir nicht klar. Insgesamt folge ich über 4000 Accounts. Es dauert ziemlich lange und macht keinen Spaß. Aber es läuft. Außer auf Instagram. Da ist man wirklich nicht daran interessiert, dass ich meinen Feed verkleinere und Leuten entfolge. Also wechsle ich zwischen Desktop und Smartphone hin und her, damit ich allen 10 Minuten 10 Leuten entfolgen kann. Und da ich auch hier über 2000 Accounts entfolgen muss, dauert das ewig. Facebook habe ich dabei direkt mal komplett gelöscht und so dauert es nur 5 Stunden, bis ich auf allen Plattformen allen entfolgt bin. Aber wie sehen diese Plattformen eigentlich aus, wenn man allen entfolgt ist? Fertig. Okay, so sieht die Startseite also aus, wenn man nichts
abonniert hat. Instagram ist komplett irritiert und zeigt mir nun meine Follower als Vorschläge zum Folgen an. Twitter weiß nicht, was los ist und präsentiert mir meine eigenen Posts. YouTube zeigt mir die Oberthemen mit Vorschlägen und die Startseite von YouTube schlägt mir wie gewohnt Content vor aufgrund von meinen Empfehlungen. Das ist auch die einzige Seite, auf der das Entfolgen erstmal wenig Auswirkungen zu haben scheint. Welche Auswirkungen es wirklich hat, merke ich auch erst später. Eine Sache, die mir heute sofort aufgefallen ist, dass ich keine Chance mehr habe, mich mit anderen zu vergleichen. Das heißt, es fällt sofort dieser Druck weg, zu sehen, was die anderen gerade alles Tolles machen, wo ich nicht mitmache oder wo ich mich vielleicht mit vergleiche. Das ist tatsächlich sehr entlastend und das schon am ersten Tag. Die ständige Vergleichbarkeit ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, denn dadurch, dass wir uns ständig vergleichen, entstehen ja auch Ängste und Leistungsdruck. Ich bin sehr gespannt, ob mein persönlicher Leistungsdruck sich in dieser Woche verändern wird. Trotzdem checke ich tagsüber immer mal wieder, was los ist, ohne wirklich mitzubekommen, was los ist, denn ohne jemandem zu folgen, sind die Apps ziemlich leer. Über den Tag habe ich einen positiven Schaffensdrang und gehe das erste Mal seit langem nach Feierabend wieder fotografieren. Und anschließend poste ich diese Fotos nirgendwo. Und da ich das zu dem Zeitpunkt auch wusste, war ich viel freier darin, sie zu gestalten. Dinge auszuprobieren und auch einfach mal nicht darauf zu achten, ob was gut ist. Ich habe einfach rumgespielt und das war toll. Aber so schön wird es leider nicht bleiben. Wie wird es mir diese Woche gehen? Denk mal, dass du gar keine FOMO mehr erleben wirst, weil du tatsächlich niemandem mehr folgst. Das heißt, du kriegst gar nicht mit, was andere Menschen machen und gleichst dich halt nicht durchgehend ab und schaust, hey, was geht bei XY ab, sondern du machst einfach dein Ding und lebst dein Leben und das ist gut so. Ich glaube nicht, dass es einen riesen Unterschied für dich macht. Es wird nur entspannter. Ich denke, das wird einen unterm Strich gut tun. Also ich glaube allgemein, Social Media kann einen ziemlich krank machen. An Tag 2 fallen mir erstmals meine schlechten Angewohnheiten auf. Mehrmals am Tag gehe ich auf Insta und Twitter, nur um zu sehen, dass es da nichts zu sehen gibt. Auf Twitter schaue ich ein paar Mal in die Trends rein, entdecke dort aber keinerlei bekannten Gesichter oder Themen, die mich irgendwie interessieren. Und gleichzeitig frage ich mich, warum ich eigentlich auf all den Plattformen bin. Wenn ich mal die vorgefertigten Gründe wie Nachrichten oder Unterhaltung beiseite schiebe, ist es die soziale Interaktion, die mich am meisten motiviert. Wenn ich jetzt niemandem mehr folge und online weniger in Kontakt trete, durch ein Like oder einen Kommentar, verliere ich denn dann langfristig den Kontakt zu meinen Internetfreunden? Laut dem Psychologen Sebastian Becker verlernen wir durch Social Media Beziehungen innerlich zu halten, da wir durch die Posts und Interaktionen auf den sozialen Plattformen das Gefühl der ständigen Verfügbarkeit des anderen haben. Diese Info nehme ich zum Anlass, um an Tag 3 ein paar Freunde zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe. Und auch in den nächsten Tagen merke ich, dass mein Bedürfnis, Freundschaften persönlich zu pflegen, spürbar ansteigt. Ich will Leute treffen, und zwar offline. Und genau das mache ich dann auch. Was ist meine Aufmerksamkeit wert? Ich muss leider zugeben, dass die Dinge, die ich abseits von Social Media erledige, in der Vergangenheit oft nicht den gleichen Stellenwert hatten wie Social Media selbst. Das war ein schleichender Prozess. Und eines Tages war es mir auf einmal wichtiger, den letzten Rest Perfektion in ein YouTube-Video zu stecken oder darauf zu achten, regelmäßig Insta-Posts rauszuhauen, als andere Dinge. Darunter haben Freundschaften, aber auch persönliche Projekte gelitten, die sehr viel Zeit erfordern und am Ende nur für mich sichtbar bleiben und keine Likes oder Social-Media-Interaktionen erzeugen. Und das liegt natürlich auch zum Teil daran, dass Social Media mich abhängig gemacht hat. Und das war sehr leicht, worauf eine Studie der Universität Lübeck von 2021 hinweist. Dort heißt es, dass Menschen, die sich lange mit Smartphones beschäftigen, weniger Zeit für andere Aktivitäten finden, was sich langfristig negativ auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Was diese Menschen dann wiederum dazu motiviert, Social Media zu checken, um sich besser zu fühlen. Dieser Teufelskreis kann langfristig zu depressiven Gefühlen, Neid oder Ängsten wie FOMO oder noch schlimmer, Panikattacken führen. Und eine weitere Studie des Teams um Björn Lidström aus Amsterdam weist darauf hin, dass Menschen, die besonders gerne und viel Social Media nutzen, die Belohnungen wie Likes dort mehr schätzen als Belohnungen oder Anerkennung, die in der Realität oder offline stattfinden. Fear of Missing Out ist auch die Angst vorm Verschwinden, sich aufzulösen, weil mich niemand sieht. Dabei könnte das hin und wieder auch eine Befreiung sein. Unsichtbar und nicht erreichbar sein und das Rauschen der Welt vorbeiziehen zu lassen. Es ist ein bisschen so wie bei Fotos mit Langzeitbelichtung. Wenn man es richtig anstellt, können Menschen, die sich darauf schnell bewegen, verschwinden. So haben die französischen Kunstschaffenden Lucy und Simon es beispielsweise geschafft, ihre Fotoreihe Silent World zu erstellen, die stark belebte Orte menschenleer zeigt, obwohl zum Zeitpunkt der Aufnahme dort reger Betrieb herrschte. Und wenn Menschen sich schnell bewegen und man immer versucht, alles mitzubekommen, verpasst man vielleicht das Grundlegende.
Wenn man stehen bleibt und alles an sich ein bisschen vorbeiziehen lässt, löst sich der Nebel und die vielen unwichtigen Aktivitäten auf und verschmelzen mit dem Hintergrund. Und so wird aus einer hektischen Welt eine ruhige Welt. Woher ich das weiß? Aus Büchern. Meine Videos sind nur möglich durch euer Interesse und euren Support und die Hilfe von Sponsoren. Und das ist heute Bookbeat. Ich liebe Lesen wirklich, aber ich gehe auch gern spazieren. Und beides zu kombinieren führt im Zweifel zu Problemen. Ich habe 3 Tipps für euch. 2 davon sind Bücher. Erstens, ich lese und höre zurzeit Factfulness des Wissenschaftlers Hans Rosling. Dort erklärt er, wie man durch das Chaos der Welt blicken und sich nicht von falschen Fakten blenden lässt, sondern lernt, sein eigenes Weltbild auf gesunde Art zu prüfen. Eine Motivation zum Neugierigsein. Ich bin fast durch und habe auch für dieses Video damit einiges mitnehmen können. Zweitens. Und zwischendurch höre ich immer wieder gern mein Lieblingsbuch von H.P. Lovecraft, Der Schatten aus der Zeit, weil ich die Twists der Geschichte auch nach dem 10. Mal noch liebend gern miterlebe. Diese beiden sowie 500.000 weitere Bücher findet ihr auf drittens Bookbeat. Die simple und effiziente Lösung, um beim Spazierengehen nicht mehr mit dem Buch in der Hand gegen Bäume zu laufen. Und das könnt ihr mit dem Code Josef jetzt 2 Monate kostenlos testen. Die Auswahl ist super, die Hörbücher sind gut gelesen und genau das Richtige, wenn man mal die Augen entspannen will. Oder wie ich, jeden Tag 30 Minuten spazieren geht, damit der Kopf gesund bleibt. Und falls ihr gerne Bücher zum Einschlafen hören wollt, solltet ihr die Schlummerfunktion nutzen, mit der ihr genau einstellen könnt, wann das Hörbuch euch in den Schlaf wiegen soll. Schreibt mir übrigens sehr gerne, wie ihr Factfulness fandet oder ob euch als Horrorfans Der Schatten aus der Zeit gefällt. Und haut gerne mal eure eigenen Buchtipps raus. Danke an Bookbeat für die Unterstützung. Ich erzähle euch jetzt, warum ich nur noch alle 2 Tage auf meine E-Mails antworte. Ich habe wirklich mehr Zeit. Aber es ist das erste Mal, dass ich diese Zeit jetzt nutze, um sinnlose, schöne Dinge zu tun. Und ich habe manchmal auch einfach nur in der Sonne gesessen. Das habe ich wirklich lange nicht gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich einfach auch durch die Arbeit, so als Drehbuchautor oder Regisseur, gibt es immer so viele Termine und so viel Druck und diese ständige Erreichbarkeit. Ich beantworte meine Mails jetzt nur noch alle 48 Stunden. Ich bin mal gespannt, wie gut es geht. Und das ist gerade heute richtig gut, weil ich weiß, ich werde heute keine Mails beantworten. So kann ich viel besser an Drehbüchern arbeiten. Und ich schreibe gerade ein ziemlich kompliziertes Drehbuch mit so Zeitreisenkram. E-Mails und kleine Störungen reißen mich immer extrem raus. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch noch nie eine E-Mail bekommen, die so wichtig war, dass ich sofort hätte antworten müssen. Wenn etwas wirklich wichtig ist, dann ruft mich jemand an. Eine Erkenntnis erwischt mich Ende der Woche hart. So viel, was auf Social Media abgeht, betrifft mich nicht, frisst aber wahnsinnig viel meiner Zeit. Ich habe mir für dieses Experiment einige Fragen gestellt, die ich in dieser Woche beantworten wollte. Und das kann ich an Tag 5 bereits ganz gut. Arbeite ich mehr oder weniger? Ich arbeite konzentrierter. Das heißt, ich arbeite rein von der Zeit her mehr, weil ich in 8 Stunden nicht mehr 3 Stunden auf Social Media hänge und vermeide dafür Überstunden und habe mehr Zeit zum Nichtstun. Zum Spazierengehen, schlechte Fotos machen oder einfach rumhängen. Und vor allem mal nur eine Sache auf einmal erledigen. Weil wir heute so viel mehr gleichzeitig erledigen können, dank unserer Smartphones und Computer, arbeiten wir auch viel mehr gleichzeitig. Und insgesamt mehr, als wir müssten. Also lieber mal weniger machen und nur eins auf einmal. Wie ist mein Online-Verhalten? Ich poste weniger, aber wenn, dann mit Spaß. Ich hau eher mal spontane Ideen und Sachen raus und verfolge nicht mehr, wie die Reichweite auf Twitter oder Instagram ist. Und auch auf YouTube checke ich seitdem viel seltener die Kommentare. Ich habe auf meinem Smartphone sogar alle Apps gelöscht und gehe nur noch über den Browser rein. Das reduziert damit auch meine Bildschirmzeit. Meine Bildschirmzeit ist leicht gesunken von ursprünglich auf jetzt. Pro Tag über alle Geräte hinweg, also Smartphone, Arbeitscomputer und iPad. Welche Auswirkungen hat das Verlassen meiner Bubble auf meine Meinungsbildung? Ich bin meiner kompletten Bubble entfolgt und bekomme die Haltung meines Umfeldes dadurch nicht mehr online mit. Fällt es mir jetzt schwerer, eine Meinung zu Themen zu bilden, weil ich nicht mehr weiß, wie andere dazu stehen? Der Mensch ist ein Herdentier und daher ist es normal, dass wir unsere Meinung mit dem unseres Umfelds abgleichen und prüfen. Um mich damit zu beschäftigen, öffne ich die Twitter-Trends, um zu sehen, was da gerade los ist. Ich gehe die Trends durch und werde mit ziemlich viel Negativität konfrontiert. Ich merke aber auch, dass ich mir Tweets jetzt sehr viel genauer durchlese, da ich die Gesichter daneben nicht erkenne. Wenn jemand aus meiner Bubble was postet, bin ich offenbar eher dazu geneigt, es zu glauben. Twitter wird also mehr zur Arbeit, auch weil mir ohne den Filter meiner Bubble immer wieder Falschmeldungen angezeigt werden, die ich im ersten Augenblick erstmal ernst nehme. Ein paar Mal googeln deckt die falschen Meldungen schnell auf, aber die Arbeit machen sich wahrscheinlich nicht alle jedes Mal. Eine Studie aus Massachusetts weist darauf hin, dass sich auf Twitter Falschmeldungen schneller und tiefgreifender verbreiten als wahre Meldungen. Und ich spüre die Gefahr, welche die Plattform auch für mich birgt, wenn ich sie eher passiv benutze. Ich bin zufriedener und viel netter zu mir. Die ganze Woche schon.
Und ich glaube, es hilft mir, dass ich gerade nicht so die Chance habe, mich mit anderen zu vergleichen oder meine Arbeiten mit anderen Arbeiten zu vergleichen, so kreativ. Ja, das hilft wirklich. Mir zumindest. Morgen, nur nicht heute, kann ich wieder allen folgen. Ich will nicht so richtig. Ich vermisse das nicht wirklich. Aus rein beruflichen Gründen wäre es ganz klug, wenn ich ein bisschen präsent bin auf dieser oder jener Plattform. Deswegen brauche ich einen guten Plan. Und den überlege ich mir jetzt. Und ihr könnt jetzt gerne mal raten, von den 100% der Accounts, denen ich ursprünglich gefolgt bin, wie vielen bin ich wieder gefolgt? 100? 50? 20? Ich glaube tatsächlich, du wirst nicht mal die Hälfte der Leute wieder folgen. Ich glaube, weil du so vielen verschiedenen Menschen folgst, also weil dein Interessengebiet, glaube ich, sehr weit gefächert ist und auch deine Bekanntschaften so, glaube ich nicht, dass sehr viel dabei wegfällt. Ich würde sagen, du bist definitiv unter 30% von Leuten, denen du weniger folgen wirst. Du hast gesagt, ich wäre wahrscheinlich wieder dabei. Wir werden sehen. Ich denke mal, dass deine Liste ungefähr bei 60% liegen wird und das sind wahrscheinlich auch dann die Personen, Menschen, die dir dann irgendwo auch etwas bedeuten. Vielleicht solltest du es einfach bei der Person lassen. Wenn ich nicht dabei bin, bin ich extrem sauer. Danke dir. This might be all that I know. Think it's okay. I've got a long way to grow. Und dann ist das Experiment geschafft und ich kann wieder allen folgen. Aber wem will ich denn jetzt noch folgen? An welche Accounts erinnere ich mich überhaupt? Und wie viele Leute sind mir in der Zeit überhaupt entfolgt? Es ist soweit, ich darf wieder allen folgen. Ich bin gespannt, wer mir als erstes einfällt. Okay, mir ist sofort jemand eingefallen. Ich glaube, über die nächsten Tage werden mir noch viel mehr Accounts einfallen und ich werde nach und nach wieder allen folgen, aber nicht willkürlich. Ich werde die Plattform jetzt bewusster nutzen. Auf Instagram folge ich nur noch Musik- und Kunstthemen, also Künstlerinnen wie Blue Samu, Balbina, Linguine Gnotta oder auch Filmschaffenden wie Sixtus, Katrin Gebbe oder Michael Venus. Wenn ich hier poste, sollen es Stories über mein eigenes Kunstschaffen oder einfach Dinge, die mir kreativ Spaß machen, sein. Auf Twitter möchte ich von Menschen lesen, von denen ich etwas lernen kann und die mir eine neue Perspektive bieten. Samira El-Quassil, Pia Lamberti, November Beetle oder Anna Doshime. Posten werde ich dort Fragen, Videoteaser und vielleicht auch irgendwann mal Fotos. Auf YouTube möchte ich unterhalten und gebildet werden. Und hier habe ich auch das größte Problem. Durch die Startseite hat YouTube mir die ganze Woche weiter Content vorgeschlagen, ohne dass ich meinen Abo-Feed brauchen konnte. Das hat leider dazu geführt, dass viele Videos meiner Lieblingscreator nicht aufgetaucht sind, da YouTube mich von Rabbit Hole zu Rabbit Hole geschickt hat. Dafür habe ich aber sehr viel über die Sprachen gelernt. Danke an Rob Words an der Stelle. Auf YouTube werde ich jetzt sehr ausgewählt Kanälen folgen. Und damit wird der Abo-Feed meine Schatzkiste von Creatoren, die nicht regelmäßig posten und sonst meiner Startseite untergehen. Ich hatte in dieser Woche keinen FOMO-Moment mehr. Ich wurde entschleunigt, wie eine Langzeitaufnahme. Und das war gut. Wenn ihr testen wollt, ob ihr vielleicht zu FOMO neigt, legt mal euer Smartphone jetzt für 20 Minuten zur Seite und schaut, was mit euch passiert. Bleibt ihr entspannt? Wollt ihr es checken? Werdet ihr nervös? Was auch immer es ist, ich kann nur empfehlen, sich smartphonefreie Räume zu schaffen und ein bisschen Druck aus dieser leistungsgetriebenen Zeit zu nehmen. Bis bald. Danke. Und was jetzt auch noch spannend wird, zumindest für mich, ich werde dieses Experiment und dieses Video jetzt in 2 Tagen drehen und schneiden. Ich bin super gespannt, ob das funktioniert. Warum ich das mache, das ist ein anderes Experiment und darum geht's demnächst.